Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch eine einfache und leckere Geschenkidee zum Muttertag, die ihr aber auch genauso gut zum Vatertag, zum Geburtstag oder einfach mal zwischendurch zubereiten könnt. Und zwar mache ich Schoko-Erdbeeren, die ich in einer Kaffeetasse zu einem hübschen Strauß zusammenstecke. Dafür nehme ich hier einen Steckschaum, ihr könnt aber auch ein Stück Styropor verwenden oder die Tasse mit Sand auffüllen. Zum Überziehen der Erdbeeren nehme ich normale Schokolade und damit diese keinen Krautschleier bekommt, schmelze ich sie mit einem Teelöffel Kokosfett. Diesmal schmelze ich die Schokolade in einem Schmelzgerät, es funktioniert aber genauso gut im Wasserbad oder durch Erwärmen in der Mikrowelle. Sobald die Schokolade geschmolzen ist, schalte ich das Gerät aus und lasse die Schokolade auf 29 bis 30 Grad abkühlen. Damit die Erdbeeren nach dem Überziehen mit der Schokolade nicht schwitzen, sollten sie ungefähr Zimmertemperatur haben und nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen. Zum Waschen der Erdbeeren fülle ich eine Schüssel mit kaltem Wasser und gebe einen Esslöffel Essig hinein. Dann gebe ich die Erdbeeren in die Schüssel, schwenke sie kurz hin und her und spüle sie unter fließendem Wasser gründlich ab. Die gewaschenen Erdbeeren lege ich zum Abtropfen auf Papiertücher und beginne sofort damit, sie vorsichtig trocken zu tupfen. Jetzt sollten die Erdbeeren möglichst schnell mit der Schokolade überzogen werden. Damit die Erdbeeren unter der Schokolade nicht schwitzen, sollten die Erdbeeren nicht kalt und die Schokolade nicht zu warm sein. Zum Eintauchen stecke ich die Erdbeeren auf einen Schaschlikspieß, wobei ich den Spieß nur etwa 1 cm in die Erdbeere reinstecke und die Erdbeere an den Blättern festhalte. Nun tauche ich die Erdbeere möglichst kurz bis unter die Blätter in die Schokolade und lasse die überschüssige Schokolade abtropfen. Zum Schluss wälze ich die Erdbeere noch in gemahlener Kokosnuss und stecke den Spieß zum Trocknen auf ein Stück Steckschaum. Für die nächsten Erdbeeren nehme ich Nussschokolade. Als weitere Varianten habe ich noch einige Erdbeeren mit dunkler Schokolade überzogen, die ich mit herzförmigen Zuckerstreuseln dekoriert habe. Wenn ihr die Erdbeeren mit rosafarbener Schokolade überziehen wollt, könnt ihr entweder Ruby-Schokolade oder Candy Melts verwenden oder aber weiße Schokolade mit roter Lebensmittelfarbe einfärben. Am besten gibt man hierfür die Farbe erst nach und nach in kleinen Portionen in die Schokolade und rührt sie gut um. Die rosafarbenen Erdbeeren habe ich mit weißen Streifen und kleinen Zuckerperlen verziert. Die Nussschokolade bekommt noch einige rosafarbene Streifen und mit den restlichen Schokoladen mache ich noch einen marmorierten Überzug.
Nachdem die Schokoladenüberzüge vollständig getrocknet sind, arrangiere ich die Erdbeerspieße in der vorbereiteten Tasse zu einem Bouquet. Zum Füllen der Zwischenräume zwischen den Spießen nehme ich einige Minzezweige. Das sieht nicht nur viel hübscher aus, sondern duftet auch noch sehr angenehm. Zum Schluss wickele ich die Tasse noch mit pinkfarbenem Seidenpapier ein und binde eine Schleife drum. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Nachmachen und allen Müttern einen wunderschönen Muttertag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!